So, während Sarah hatte ich mal wieder gesehen, den habe ich schon oft gesehen, den habe ich ja schon lange in meiner Sammlung, ja. Und das war eigentlich der erste Bollywood-Film, den ich in meiner Sammlung bekommen habe, ja. Während Sarah, ja. Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen und habe dann auch mir ganz viele Bollywood-Filme zugeeignet. Während Sarah ist ja so ein herzzerreißender Film, ja. Und den habe ich auch schon lange in meiner Sammlung, den habe ich seit 2010 oder seit 2011. Und dann ist bei mir das Bollywood-Fieber losgegangen. Ja. Ähm, Ist auch ein ganz langer Film, der geht jetzt auch 3 Stunden und 4 Minuten. Eine ganze Bollywood-Film gar nicht so lang. Ähm, ich kann es sogar nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie man Bollywood-Film nicht gut findet. Die sind perfekt und die gehen tief ins Herz. So von daher, ich liebe die Filme und ähm, auch der Film ist so, ich liebe eh romantische Filme und die Bollywood-Filme sind ja so romantisch und da stimmt alles drin. Also da hast du dramatische, traurige Dinge drin, herzzerreißend und auch da ist aber fröhliche und liebevolle Dinge drin. Da spürst du die Liebe in den Bollywood-Filmen. Da spürst du die Liebe in den Bollywood-Filmen und da ist auch noch ein Poster drin, ein Mini-Poster. Das könnte jetzt mal an die Wand hängen. Aber ob das jetzt vom Platz her da nachpasst, ist immer die Frage. Achso, ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Ja, mein Braveheart-T-Shirt. Ja, ich und der Marcel, ich und der Mediensammler Marcel haben uns entschieden, dass wir jetzt in Partnerlook auftreten, gell? Wenn wir so gute Freunde sind und uns nie gestritten haben und Filmfans halt zusammen. Ja, ja, und von daher machen wir das jetzt so. Ist jetzt der Oster bei mir der Bollywood-Marathon. Ja? Und weil keiner geschrieben hat, welcher Film ihr als erstes sehen wollt, war eine Reihenfolge von den drei, wo ich vorgeschlagen habe. Da habe ich den kommen, dann suche mir die Filme dann jetzt selber raus nach der Reihenfolge. Ich denke mal, so war das auch euer Wunsch, sonst hättet ihr ja eure Vorschläge gebracht dafür, gemacht. So, jetzt das Poster aus dem Film Wer und Sarah. Da habe ich zwar schon, ja, so. Und im Hintergrund sind auch dann auch Bollywood-Vorschläge von Bollywood-Filmen. Ja. Da habe ich jetzt noch das Poster von Diwal. Ja. Und jetzt werden Sarah mal gucken, wie das. Ja. So könnte man es vielleicht. So könnte man es vielleicht aufhängen. So, ja. Und vielleicht noch ein anderer Platz. So, machen wir das anders mal. So, dann zu dem Film. Als Spoiler-Alarm, wer den Film noch nicht gesehen hat, den ich lieber vorschlage, du lieber auf die Clickbase verzichte, schaut euch lieber den Film an und dann mein Review drauf. Und du könnt ihn an der Stelle abschalten, wenn ihr wollt. Ja. Regie war Yash Chopra, ja. Drehbuch war Aditya Chopra, ja. Stars Shah Rukh Khan, ja, als wir, ja. Priti Zinta als Zara, ja. Rani Mukerji als Samisha, ja. Ja. Also sind wieder ganz schöne Promis am Start, ja, die eigentlich in der Bollywood-Szene eigentlich bekannt sind. Ja. Amitabh Bachchan als Chowdhury,
sonst noch mitgespielt? Das ist mir Blätter gefallen, unglaublich. Anubhav Kher als, da liegt das Blatt rum, das darf es nicht sein, als Zahir Ahmed, ja, Ahmed, Kiron Kher als Mariam Boman Irani. Er hat im letzten Bollywood-Film auch mitgespielt, wo ich da vorgestellt habe. Ja. Als Yankir, ja. Und Rushad Rana als Shir. Ja. So, Spoileralarm an der Stelle, das möchte ich nochmal sagen, ja, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ja. Menü ist herzzerreißend und dramatisch und romantisch. Romantische Erzählung und Naturlandschaften. Bunte Frühlingsintro. Das war der Traum von Wir aus seiner Vergangenheit. Der Wir ist jetzt der Älter und ist im Knast. In Pakistan. Ja. Rechtsanwältin betet zu ihrem Vater, zu ihrem verstorbenen Vater. Sie hat ihn ihren ersten Fall übernommen. Ja, bei der Rechtsanwältin, die hat dann ihre Ausbildung, also ihr Vater war ja auch Rechtsanwalt und die hat ihre Ausbildung bei einem ganz berühmten Rechtsanwalt gemacht. Das war der Ahmed. Ja. Und der hat halt andere ethische Grundsätze wie sie. Ihm geht es nur um Macht, um jeden Prozess zu gewinnen. Und sie bestrebt eigentlich, was für Menschenrechte zu machen in Pakistan und die Wahrheit zu vertreten und das Land nach vorne zu bringen. Und da trifft Oldschool auf New School, ja, auf Machtgier zu Menschenrechten und die tut die Menschenrechte verkörpern. Die hat dann auch mit dem Ahmed dann auch einen Krieg und von der Rechtsanwältin ist ja so, die will auch die Frauenrechte in Pakistan weiterbringen. Ja. Die Rechtsanwältin wird dann auch sexistisch angesprochen von den Gefängniswächtern, weil sie will zum der seit 22 Jahren schon im Gefängnis hockt, unschuldig in Pakistan. Ja. Und der hat seit 22 Jahren auch nichts mehr geredet. Ja. Rechtsanwältin will mit ihm reden. Die pakistanische Regierung will, dass einige Fälle von indischer Gefangenen neu verhandelt wird. Ja. Ja, und der Schwäger und der Rechtsanwältin will ihn zu Rede bringen. Ja. Und die Freiheit ihm wieder zu geben, dass er wieder heim kann nach Indien. Ja. Die Rechtsanwältin meint, ihr Vater hat für sie die Gleichberechtigung ja, ihr Vater hat damals auch für die Gleichberechtigung Pakistan gekämpft. Ja. Und bis er halt dann leider verstarb. Ja. Ja, wenn sie jetzt den Fall gewinnt, ja, dann quasi für ihn einsteht, der jetzt ja, 22 Jahre quasi unschuldig im Gefängnis ist, ja, und
sie kann dann ein Zeichen setzen für die Frauenrechte in Pakistan, dass die dann auch mehr ins Berufsleben kommt, die Frauen da auch Karriere machen können. Und gleichberechtigt behandelt wird. Sie hat auch gleich von der Männerwelt den schwersten Fall gekriegt, weil die Männerwelt will, dass die da scheitert. Ja. Die will ja, dass sie da verliert, dass da keine Frau einen Fußschritt in die Männerwelt einsetzt, und sie will den Fall natürlich gewinnen. Erstmal für die Gerechtigkeit, dass er seine Freiheit kriegt, und dass sie die Frauenbewegung Pakistan nach vorne bringt. Ja. Also ein sehr spannender Film, der quasi in alle von den ganzen Filmfiguren eine wichtige Hintergrundstory hat, die einen zum Herzen bewegt. Also sind mehrere Storys in dem Film drin. Ja. Ja, der Wir hat immer noch nichts gesprochen. Sie weint kurz vor sie, ja, die war kurz vom Gange. Aber weil sein Name hat man all die Jahre nicht genannt. Ja. Ihn hat man dann noch einen anderen Namen verhaftet, und das ist er nicht. Und ist er da wie Abraham Singh, ja, und im Gefängnis hat man immer dann nach einer Nummer dann genannt, und sie hat dann seinen Namen genannt, und weil er noch nichts gesagt hat, hat sie schon geweint und wollte gerade gehen, dann hat er dann auf einmal angefangen zu sprechen. Ja. Da ist er dann geblieben, ja, die Rechtsanwältin. Er erzählt von seinem Leben, als er als junger Mann war damals Hubschrauberpilot im Rettungsdienst, Geschwaderführer Ibrahim Singh, ja, Rettungspilot der indischen Luftwaffe, ja, erzählt, wie er dann auch Menschenleben rettete, und dass er 3 Tagen später dann auch die Liebe seines Lebens traf. Also dass er jahrelang halt Menschenleben gerettet hat, und dass er dann die Liebe seines Lebens traf. Die sein Leben auf den Kopf stellte. So. Sarah ist die in Pakistan sonst verheiratet war mit dem Raza aus Geschäfts- und politischen Gründen, aus Machtinteresse, ja, von beider Seiten der Familie, ja, aber nicht aus Liebe. Ja, das will die Zara nicht. Die Zara will auch sich nicht verändern, und ihre Freundin, ja, die Zara und ihre Freundin machen viel zusammen mit der Oma, ja, mit Saras Oma. Ne? Die Saras Oma, die kommt eigentlich ursprünglich aus Indien und hat dann Jahrzehnte dann in Pakistan gelebt. Die Großmutter, also die Oma, wird schwer krank. Am Todesbett erzählt die Oma, als sie 16 war damals, und hat miterlebt, wie Pakistan gegründet wurde, und hat, ja, und als Indien gespalten wurde, reiste die Oma mit Opa noch von Indien nach Pakistan, ja. Und Oma will, wenn sie stirbt, dass ihr Asche dann nach Indien zurückgebracht wird, und mit einer Prozedur dann im indischen Fluss dann ehrenhaft dann bestattet wird, dass sie dann ihre Vorfahren näher ist. Ja. Die Zara reist mit der Oma nach Indien, und es gibt ein Busunglück, und der der rettet sie, ja, und dann ist die da in der Schlucht, und mit dem Hubschrauber, mit dem Seil,
Das ist ein Oberhubschrauberpilot, der holt sie da wieder mit dem Zoll raus, aber ihr fliegt ihr Tasche nah runter und die möchte wahnsinnig Theater, sie will die Tasche und das ist ihr Leben und der sagt, der ist erstmal in sie verliebt und guckt sie verliebt an und die Haut der aus dem Gesicht streicheln. Bei der Rettungsaktion bis die Tasche nachfällt und die schreit, die will ihre Tasche und das sagt, sie bringt uns beide um, ja, die Tasche ist so wichtig und so. Und dass die sich beruhigt, der Wirt sagt, komm, wir holen die Tasche, dann haben sie die Tasche geholt. Danach hat der Wirt deren Einlauf gegeben und sie angeschrien und hat gesagt, sie haben uns alle Leben riskiert, nur wegen der Tasche und so weiter. Und, aber in der Tasche war halt die Urne und sie wollte halt ihre Großmutter im Stich lassen und ihre Vorfahren mit Ehre. Ja. Eltern von Sarah sauer, weil Sarah nicht, weil Sarah nach Indien ging, ja, sind die Eltern sauer, weil die einfach nach Indien verreist ist. Ja. Sarah ruft ihre Mutter an und erzählt, wie wichtig es ist, die Omas Wunsch zu erfüllen. Wir hat Urlaub und bekommt nun das, ja, wir hat Urlaub bekommen, dass er zu seinen Stiefeltern kann, um das Ludifest zu feiern ins Dorf. Ja, Sarah erzählt im Wir, dass ihre Oma, die in Indien geboren ist, in Pakistan lebte, will nun, dass ihre Asche in Indien gebracht wird. Darum war die Tasche so wichtig, weil ja da die Urne drin war. Ja, ja gut, aber wir hat es dann auch dann verstanden. Und da fängt die Romanze an mit Wir und Sarah. Ja. Die reisen zusammen und kommen sich immer näher. Bei vielen Sachen sind, ich habe es so, glaube ich, wir schreiben ja immer so Stichworte auf. Ja. Ja, die kommen sich immer näher, bei denen viele Sachen, was sie auf der Reise erleben. Ja. Und jetzt will sie dann die Asche jetzt in den Fluss verstreuen und die will jetzt da einen Mönch dazu haben. Ja. Aber Sarah ist Muslimin und die Leute sind hier Hinduisten und wir meinen, dass das ein Problem gibt und dass die das wahrscheinlich machen und dass man einfach die Asche reinleert und einfach gegangen. Das will aber die Sarah nicht, die will schon Mönch dabei. Da spricht der Wir dann mit einem indischen Mönch, der dann auch für den Einsatz und für die Leidenschaft die Zara mitbringt und für Einsatz, also quasi für Aufopferung, um die Oma würdevoll zu bestatten, möchte der hinduistische Mönch dann natürlich auch mit. Ja. Da gibt es ein Ritual und eine Zeremonie und die Oma wird dann würdevoll dann auch im Wasser bestattet. Ja. Da kann dann auch der Wir helfen, das hat die zwei dann auch enger zusammengebracht. Wie schon gesagt, ich brauche die Notizen nicht unbedingt. Das ist nur, falls ich was vergesse, dass ich nichts Wesentliches auslasse, um für euch den Film schmackhaft zu machen. So, und dann war jetzt der Wir so gerührt, dass sie einen Teil, also dass sie ihn mitgenommen hat und dass er ein Teil von ihrem Leben war und die auch einiges von der Großmutter erzählt hat und dass er da bei der ehrenvollen Bestattung dabei war. Und jetzt will er ihr was Gutes tun und sie muss ihm den Wunsch erfüllen, die das auch gleich möchte. Sagt, ja komm, ihr wünscht den Wunsch, egal was ist und ich weiß nicht mehr was Gott, aus Ehre für Pakistan will sie das machen.
und er will eigentlich mit ihr nur einen Tag verbringen und dann erlebt sie auf der Weiterreise dann auch einige Abenteuer noch, dass sie so eine Schlucht mit einer Hängebrücke überquert hin und die da so Angst geguckt hat, weil sie Höhenangst hat und der dann gesagt hat, ja, guckst du jetzt die ganze Zeit so ängstlich, da war ja auch ängstlich und so und dann wollte sie ein bisschen ummuntern. Dann sind sie im Dorf nachgekommen, wo im Wir seine Stiefeltern leben. Die Stiefeltern haben das Dorf damals vor vielen Jahrzehnten auch gegründet. So und so die Geschichte, so wie es im Film stattfindet, so erzählt es quasi der Wir im Gefängnis der Rechtsanwältin. Ja, dass die da besser im Bild ist. Also jetzt sind wir schon bei 3. Wir und Sarah erleben Film in der indischen Natur. Wir und Sarah kommen im Dorf an zu Wirs Stiefeltern. Sie sind, also die Sarah ist herzlich willkommen da im Dorf bei den Stiefeltern. Ja, die Sarah und die Stiefeltern von Wir, die bauen guten Kontakt auf. Es gibt auch bald ein riesiges Lodi-Fest. Die Stiefeltern von Wir bauten damals das ganze Dorf auf. Und die Sarah hat auch Respekt davor und sich dann aber auch, ja, aber schon ungerecht. Die Jungs sind da Chance auf die hohe Schulbildung und Karriere, während quasi den Mädchen die Schulbildung eigentlich quasi verwehrt wird. Da bringt sie dann den Stiefvater aber schon ins Grübler. Ja. Sie gibt ihm ja auch recht. Also er gibt ihr auch recht so rum. Ja. Ja, Zara bringt den Sunu Singh quasi zum Grübler fürs Frauenrecht. Ja. Das Lodi-Fest findet dann statt, bunt mit schöner indischer Musik und Trachten. Ja. Der Stiefvater, der da in dem Dorf der Bürgermeister ist, der sich dann eine Oberschule für Mädchen wird bald gebaut hier. Da wird getanzt und gesungen und Leute geben sich gegenseitig machen sich Liebesanträge und entweder will die Frau denn will sie nicht, dann schmeißt sie dann irgendwelche Körner da ins Feuer und will sie ihn heiraten, dann wird der Zuckerrohr gebrochen. Das ist ein Teil von dem Lodi-Fest. Ja. Da gibt es ja in dem ganzen Film sind ja wunderschöne indische Tänze und Gesänge, das ja die Bollywood-Filme immer aufwertet und an dem Fest wird das gemacht. Ja. Ja, der Stiefvater spricht dann mit Wir über Liebe. Erst wenn die richtige Frau in das Leben eines Mannes trifft, wird sein Leben einen Sinn haben. Und lauter so wunderschöne philosophische äh, Liebessätze fallen da so, ja. Poetische Sätze, ja. Er will Sarah seine Liebe gestehen. Ja. Nach kleinen Zwischenfall trägt Wir die Zara ja, auf Händen, also sind schon bei der Abreise wieder. Am Bahnhof will Wir die Liebe gestehen. Ja. Da kommt der Verlobte ums Eck von der Zara, der Rasa und der Zara hat im Wir nicht erzählt, dass die zwangsverheiratet wird und dass ihn verlobt hat, der Rasa heißt. Und es war ein großer Fehler und
hat er wir erstmal die Liebe nicht gestanden. Aber als dann der Rasa am Ticketschalter war und er mit der Wir noch gesprochen hat, der Wir mit der Sarah noch gesprochen hat, hat der Wir der Sarah noch die Liebe gestanden und dass er ihr alles Gute wünscht für die Zukunft. Aber sie soll nicht vergessen, dass an der Grenze jemand lebt, der für sie immer ihr Leben riskieren würde. So, ja. Ja, Sarah Eltern raschen aus, weil Sarah einen Inder liebt. Und dass sie der Rasa nicht will. Ja, der Vater will, dass Sarah den Rasa heiratet aus Politik und Machtgründe. Freundin, die Sarah, die sieht überall den Wir und ist so verliebt in der Wir. Und die Freundin von Sarah, die ruft dann der Wir an, der kündigt auch seinen Job, weil wenn er nach Pakistan fährt, dann hat er den Job eh los bei der Luftwache. Und aber ihm ist die Liebe wichtiger wie sein Job. Ja. Weil der Rasa und seine Eltern sind auch sehr mächtig und auch eigentlich, wenn der Wir hat dann das auch irgendwie eingesehen, dass er mit der Sarah doch nicht zusammenkommt, wollte schon wieder abreisen. Aber weil der Rasa rachsüchtig ist, kommt der durch Intrige, kommt dann Wir dann im Knast, wo er dann 22 Jahre drin ist und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Und es sind auch noch andere Machtstrukturen drin, wo ich jetzt nicht erzählen will, das müsst ihr euch doch schon selber anschauen, weil es sollte ja noch eine Überraschung sein und nicht alles erzählt worden sein, sondern ich gebe euch nur Geschmäckle drauf. Was ich aber noch erzählen kann, ist, wieder in der Gegenwart, Rechtsanwalt will wir frei kämpfen und im Menschenrecht und Würde zurückgeben. Sie hat einen Machtkampf gegen Rechtsanwalt Ahmed, dem es nur zur Macht geht. Uns Rechtsanwälten geht es um Menschenrecht. Ja. Rechtsanwältin will wir und Sarah zusammenbringen. Ja. Da fehlen dann auch Zeuge, die dann die Rechtsanwältin findet. Da findet sie ja dann die Sarah. Und es wird dann auch erstmal sehr romantisch, sehr herzzerreißend. Also da bleibt auch kein Auge trocken. Ich habe da echt, obwohl ich den Film schon oft gesehen habe, ich habe da so viel weinen müssen, weil es so ins Herz geht. Und dann da kommt auch beim Schluss eine Rede von Wir, ja, über Pakistan und Indien, um die zwei Länder wieder oder zwei Gebiete wieder zusammenzuführen, die früher mal ein Land waren. Dann ist der Film auch natürlich ein Liebesfilm, ein Drama und der Film hat dann auch gegen Vorurteile steht, der Film ist gegen Rassismus, der Film ist gegen Sexismus. Fürs Menschenrecht ist ein bunter Film, ist ein kultureller Film, will jetzt nicht viel verraten. Kommt wer und Sarah noch zusammen. Was ist in den Jahrzehnten passiert? War die Sarah jetzt verheiratet oder hat sie den Wir schützen wollen und hat den Rasa nicht geheiratet? Kommt jetzt beim Schluss doch noch zusammen? Kommt überhaupt der Wir aus dem Knast raus? Das will ich nicht verraten, müsst ihr euch selber anschauen. Es ist wirklich ein herzzerreißender Film. Die indische Kultur kommt schön raus, die pakistanische Kultur kommt schön raus, die muslimische Kultur kommt schön raus, die hinduistische Religion kommt schön raus, ja, muslimische Religion auch. Und dann wunderschöne Bollywood-Musik, indische Gedanze, ja, schöne Landschaften zu sehen, von Pakistan und Indien. Und wirklich ein Film, richtig ein Liebesfilm, wo man hinschmilzt, ja, wo man mit seinem Partner oder Partnerin anschauen kann. Und